Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaijuverse. Bei uns kommt es auf die Größe an. Wir wurden von einem unserer Zuschauer gefragt, ob wir nicht einmal ein Video machen können, wie alle Godzilla-Filme zueinander bzw. wie die einzelnen Reihen zueinander stehen. Wir haben natürlich all eure Videowünsche auf dem Schirm und versuchen sie umzuarbeiten. Nun denn, dann machen wir uns jetzt an eine kleine Geschichtsstunde. Die Godzilla-Reihe wird in verschiedene Ähren unterteilt. Zum Teil werden sie nach den tatsächlichen historischen Situationen benannt, oder sie bekommen einen anderen passenden Namen. Ein kurzer Überblick zum Anfang. Insgesamt gibt es 4 Ähren. Die Showa-Ära, die Heisei-Ära, die Millennium-Ära und die Reiwa-Ära. Gehen wir chronologisch vor und beginnen mit der Showa-Ära. Der Urknall aller japanischen Kinofilme ist Godzilla von 1954. Mit diesem Film drehte Itō einen gewaltigen Erfolg an den Kinokassen und das Studio spezialisierte sich schnell auf Science-Fiction und auf Kaiju-Filme. Diese Zeit wird als die Showa-Ära bezeichnet. Dies hängt damit zusammen, dass in Japan die Regierungszeiten des Kaisers Namen besitzen. Zu diesem Zeitpunkt des ersten Godzillas 1954 war es die Showa-Periode. Daher hat der erste Zyklus von Kaiju-Filmen den Namen Showa erhalten. Diese Ära geht von 1954 bis 1975. Godzilla selbst stirbt im allerersten Teil durch den Oxygenzerstörer. Der Nachfolger Godzilla kehrt zurück von 1955, spielt ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Teils. Es taucht einfach ein zweiter Godzilla auf und dieser kämpft gegen ein anderes Kaiju namens Anguirus. Dem Menschen gelingt es zum Schluss, Godzilla in einem Eisberg einzuschließen. 1962, 7 Jahre später, erwacht Godzilla aus seinem eisigen Gefängnis und die Ereignisse von Die Rückkehr des King Kong finden statt. Danach hängen alle Godzilla-Filme in irgendeiner Art und Weise zusammen. Denn dadurch, dass die Filme damals in Deutschland nicht chronologisch veröffentlicht wurden und auch amerikanische Einflüsse besessen haben, was den Inhalt angeht, ist es für den deutschen Zuschauer relativ schwer zu wissen, dass die Filme zusammenhängen. Denn nachdem Godzilla gegen King Kong kämpfte, hatte er eine Auseinandersetzung mit Mothra und deren Raupen. Und kurz danach überfällt zum ersten Mal im Genre ein außerirdisches Kaiju die Erde. Und zwar nicht irgendein Kaiju, sondern der goldene Drache Ghidorah. Der Drache ist so mächtig, dass sich die Kaiju Godzilla, Mothra und Rodan zusammenschließen, um ihn zu verjagen. Ein Jahr später wollen die Bewohner des Planeten X die Wasserressourcen der Erde erobern und schicken Ghidorah erneut los, um die anderen auf dem Planeten zu zerstören. Doch auch diesmal schaffen es die Menschen mit Godzilla und Rodan, die Invasoren zu vertreiben. Danach folgen alle Filme, so wie sie im Original gedreht worden waren, in der Timeline. Godzilla kämpft gegen Ebirah und bekommt einen Sohn. Anschließend muss sich der Sohn gegen seine Mobber zur Wehr setzen und kurz darauf erscheint das Müllmonster Hedorah und stellt Godzilla vor eine ernste Bedrohung. Dann muss Godzilla erneut Ghidorah, Gigan, Megalon, Mechagodzilla und den Titanosaurus zur Raison bringen. Damit endet offiziell die Showa-Ära. Habt ihr bemerkt, dass ein Film ausgelassen wurde? Nicht nur ein Eigenfilm, sondern ein Klassiker des Kaiju-Eger. Frankenstein und die Monster aus dem All. Der Film wurde ein Jahr nach Frankensteins Monsterjahren Godzillas Sohn gedreht, spielte aber inhaltlich im Jahr 1999, also 24 Jahre nach dem Kampf gegen Mechagodzilla und den Titanosaurus. Die Welt am Ende des 20. Jahrhunderts hat ein hartes, ein technisches Gesicht bekommen. Weltraumflüge gehören zum Alltag. Wiederkehrende Charaktere gibt es eigentlich gar nicht. Im ersten Film von 1954 spielen Dr. Serizawa und Dr. Yamane eine wichtige Rolle. Im darauffolgenden Teil kommt Dr. Yamane noch einmal kurz vor, aber das war's auch schon. Viele Schauspieler, die wir so schätzen und gerne sehen, spielen auch verschiedene Rollen. So zum Beispiel der Schauspieler Akihito Hirata. Er ist im ersten Godzilla der Wissenschaftler Dr. Serizawa, der den Oxygenzerstörer entwickelt und gemeinsam mit Godzilla stirbt. In Die Rückkehr des King Kong von 1962 sehen wir ihn erneut als Wissenschaftler. Das mag jetzt nicht wichtig sein, zeigt aber, dass damals noch nicht nach dem heutigen Stil bis ins letzte Detail geplant war. Die Filme wurden so gedreht, wie die Filmemacher es wollten, und dabei wurden die uns bekannten, geschätzten Schauspieler eingesetzt. Ob sie in einigen Filmen davor starben oder andere Rollen hatten, war egal. Und gut so. So kommt das typische Toho-Feeling zustande, nach dem Motto, den hast du doch schon mal irgendwo gesehen, oder ach, das ist doch der aus dem anderen Film. Ich verstehe Ihren Wunsch sehr gut, Doktor. Aber ich darf Sie bitten, auch mich zu verstehen. Es kann doch jetzt nicht mehr um die Wissenschaft gehen. Die Showa-Ära der Riesenechse beläuft sich auf 15 Filme, die zwischen 1954 und 1975 gedreht wurden. In dieser Zeit hat sich auch Godzillas populärster Gegner entwickelt, die Riesenschildkröte Gamera. Seinen ersten Auftritt hatte Gamera 1965 und den letzten im Jahre 1980. Somit kommt er auf 8 Filme in der Showa-Ära. Doch in den 70er Jahren war der Hype um die Kaiju erstmal vorbei. Die Besucherzahlen schwanden, die allgemeine Wirtschaftskrisen dieser Zeit hatte die Menschen in Beschlag genommen, zudem hatten immer mehr Menschen Zugang zu einem eigenen Fernseher. Und so war die Zeit der Kaiju-Filme erst einmal vorüber.
Dr. Hayashida. Okumura. Hast du wirklich ein Monster gesehen? In 1984 jedoch entschloss sich die Toho, ihren Godzilla erneut aufleben zu lassen. Mit Godzilla – Die Rückkehr des Monsters wurde der erste Teil des zweiten Godzilla-Zyklus gedreht. Die Heisei-Ära begann. Diese wird 7 Filme umfassen und von 1984 bis 1995 andauern. Politisch und gesellschaftlich begann sie jedoch erst 1989, als Kaiser Hirohito Showa Tenno starb. Doch da Godzilla zu seinen Wurzeln zurückkehrte und allgemein ein neuer Weg eingeschlagen wurde, wird der Film Godzilla – Die Rückkehr des Monsters als erster Film der Heisei betrachtet. Auch wenn es unter einigen Fans und Gründenkackern andere Meinungen gibt. Das Besondere an Godzilla – Die Rückkehr des Monsters ist allerdings, dass alle anderen Kaiju außer den allerersten von 1954 ab jetzt nicht mehr zur Timeline gehörten. Das bedeutet, dass der erste Godzilla von 1954 starb und nun 1984 taucht ein zweiter Godzilla auf. Dieser Godzilla wird gegen Biollante, King Ghidorah, Mecha King Ghidorah, Batra, Mothra, Mechagodzilla, Rodan, Space Godzilla, Moguera und Destroyer kämpfen. Je nachdem, wie es für die Filmemacher wichtig war, wurden nach und nach Filme von früher zur Timeline hinzugefügt. Als Godzilla gegen Space Godzilla kämpfte, hatte er die Unterstützung des Roboters Moguera. Moguera wurde aber nicht einfach so von den Menschen entworfen. Ishiro Honda drehte 1957 mit Weltraumbestien den ersten Invasionsfilm der Toho. Und dort greifen die Mysterianer die Erde an und haben als Waffe den Roboter Moguera dabei. Den Menschen gelingt es, die Außerirdischen zu schlagen, und der UNO ist es dabei gelungen, die Pläne von Moguera zu bekommen. Diese gaben sie den Japanern und diese wiederum bauten ihre eigene Version von Moguera, der gegen Space Godzilla kämpfen wird. Somit zählt Weltraumbestien von 1957 offiziell zur Heisei-Ära. Das Besondere an dieser Reihe ist, dass mit der Rolle der Miki Seagusa ein wiederkehrender Charakter im Genre zu finden ist. Sie ist es auch, die durch ihre telepathischen Fähigkeiten eine Bindung zu Godzilla und zu dessen Adoptivsohn Junior aufbauen kann und somit zum ersten und zum einzigen Mal den Zuschauern Godzilla näher bringen kann. Das sorgt vor allem dafür, dass Godzilla nun eine stärkere Charaktertiefe hat. Die Heisei-Ära von Godzilla wird bis 1995 andauern. In seinem finalen Film Godzilla vs. Destroyer stirbt der König der Monster. Eine sehr gelungene Einstellung in diesem Werk ist es, dass die Nachfahren von Emiko Yamane mitspielen und ebenfalls kurz die altgewordene Emiko zu sehen ist. Zweifellos wollte die Toho mit diesem Film den absolut letzten Film der Reihe produzieren. Es schließt sich nicht nur mit der Handlung von Destroyer der Kreis, sondern auch mit den Kaiju an sich. Destroyer wurde nämlich erschaffen, als der Oxygenzerstörer 1954 gezündet wurde. Die kleinen Krustentiere, die Milliarden Jahre alt waren, haben sich nun 40 Jahre später zu einem von Godzillas härtesten Gegnern entwickelt. Godzilla bekommt jedoch eine andere Art der Godzilla-Spezies an seine Seite. Dieses Kaiju wird von allen Junior oder Baby genannt. Es ist ein Godzillasaurus. Was ist denn ein Godzillasaurus? Er gehört zur Godzilla-Familie. Aber diese Spezies ist nicht so aggressiv. In einem Fanfilm von 2023 kämpft dieser nun erwachsene Junior gegen eine Armee von Gigants. Somit endet die Heisei-Reihe von Godzilla. Diese wird auch gerne die Versus-Ära genannt, da jeder Film im japanischen Original ein Versus hat. Gamera und Mothra bekommen auch noch ihre eigene Heisei-Trilogie, doch das ist ein Thema für ein anderes Video. 1998 war einer der Tiefpunkte in der Geschichte von Godzilla. Groß angekündigt und wahnsinnig intensiv vermarktet, brachte Hollywood ihre Variante der Riesenechse heraus. Dieser Film spielte zwar gut Geld ein, jedoch war die Reaktion der Fans, aber auch die Kritik vernichtend. Das Tier, was in diesem Film gezeigt wird, hat nichts mit Godzilla zu tun und Hollywood verrannte sich gewaltig in dem Projekt. Ich habe diese Zeichnung gesehen und Dean hat sie gesehen und wir haben uns nur angeguckt und von dem Augenblick war klar, wir machen den Film. Da war überhaupt kein Zweifel mehr dran. Toho wollte eigentlich keine Godzilla-Filme mehr produzieren, sah sich aber durch diesen Misserfolg des amerikanischen Godzillas von 1998 in der Bredouille und drehte nun doch noch einen Film ihres Stars. Nun beginnt die Millennium-Ära von Godzilla. Denn 1999, kurz vor der Jahrtausendwende, erschien unter dem passenden Titel Godzilla 2000 Millennium der neueste Streifen. Auch dieser Film lässt alle anderen Showa- und Heisei-Filme hinter sich und hat in seiner Storyline lediglich den Godzilla von 1954 vor sich.
Mit dem Nachfolger Godzilla x Megaguirus verhielt es sich genauso. Doch dieser lässt auch Godzilla 2000 außen vor und hat nur die Vorgeschichte von 1954. 2001 drehte der Regisseur Shusuke Kaneko, der für seine hervorragende Gamera-Trilogie berühmt wurde, seine Variante von Godzilla. Mit Godzilla, Mothra und King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack, kurz GMK, erschuf Kaneko den erfolgreichsten Film der Millennium-Ära. Auch dieser Film hat den 54er Godzilla, aber auch den 98er in seiner Timeline. Es wird zu Beginn darauf eingegangen, dass in New York Godzilla-ähnliche Kreaturen aufgetaucht sind, doch diese Theorie wurde angezweifelt. Das ist Toos berechtigter Seitenhieb auf das doch sehr übertriebene Hollywood-Kino. Mit Godzilla Against Mechagodzilla von 2002 kam für die Millennium-Reihe, aber auch für die gesamte Godzilla-Reihe insgesamt etwas Besonderes heraus. Dieser Film zählt nicht nur den ersten Godzilla von 1954 zur offiziellen Timeline, sondern auch Rodan, Varan, Mothra, U-2000 und die beiden Frankenstein-Filme King Kong, Frankensteins Sohn und Monster des Grauens greifen an. Die beiden Kiryu-Filme sind für Sven eines der absoluten Highlights der gesamten Reihe. Und nicht nur, dass sie mit den vielen Filmen, die zum Kanon zählen, unglaublich viel Material hätten für neue Geschichten, sondern auch der Charaktere von Mechagodzilla, hier Kiryu genannt, ist so fantastisch und interessant, dass es wirklich schade war, diese Erzählung nicht weiterzuführen. Stattdessen kam 2004 zu Godzillas 50. Geburtstag Godzilla Final Wars heraus. Welche Filme da zum Kanon zählen, ist schwierig zu sagen. In dem Intro und auch später im Film werden gnadenlos sämtliche Toho-Kaiju verbraten und Geschichten verwurstet, dass man nicht mehr weiß, ob die Kaiju zu den jeweils erschienenen Filmen zählen oder ob die Kaiju einfach nur da sind, um die Story zu füllen. Mit diesem Film endet die Millennium-Reihe und auch Godzilla hat sein letztes Auftreten in der klassischen Suit-Motion-Technik. Nun hatte der König der Monster eine 10-jährige Ruhepause und die Reihe wurde eigentlich für beendet erklärt. Die schlechten Kritiken von 1998 sowie die wenig erfolgreiche Millennium-Reihe sorgten dafür, dass man nach Final Wars keinen ehrgeizigen Plan mehr hatte. Einige kluge und kreative Filmschaffende in den USA sahen jedoch das gewaltige Potenzial in der Figur Godzillas. Sie wollten den ersten Versuch von 1998 wieder gut machen und brachten 2014 den ersten Film des Monsterverse heraus. Okay, das ist vielleicht nicht ganz richtig, denn natürlich wollte man auch mit Godzilla Geld verdienen. Das Monsterverse hat einen eigenen Kanon, in dem kein Toho-Film seinen Platz hat. Momentan sind 5 Kinofilme und viele Spin-offs in Form von Serien und Comics entstanden. Und auch das wird noch nicht das Ende sein. Dann hoffen wir, dass das Monsterverse es schafft, die Ernsthaftigkeit von Godzilla 2014 mit den fantastischen Kämpfen und Tributen aus King of the Monsters und den beiden King Kong-Filmen zu kombinieren. Mit dem Erfolg von Godzilla 2014 war auch für die Toho die Zeit angebrochen, Godzilla nach Japan zurückzuholen. Mit Shin Godzilla von 2016 begann die Reiwa-Ära. In der Reiwa-Ära wurden 2 japanische Kinofilme mit Godzilla gedreht, darunter der Oscar-Preisträger Godzilla Minus One von 2023. Das berühmteste Kaiju aller Zeiten erlebte nun zum ersten Mal diverse Anime-Varianten von sich selbst. Auch die Reiwa-Ära dauert noch an und man kann als Zuschauer und Fan nur hoffen, dass das Team rund um Regisseur Yamazaki den Erfolg von Godzilla Minus One weiterführen kann und darf. Es wäre sehr schade, wenn man einmal ein Erfolgsteam hat, dass dieses dann keine Möglichkeit bekommt, weiter gute Filme zu produzieren. Godzilla hat eine wahnsinnig lange Geschichte und dieses Jahr feiert er seinen 70. Geburtstag. Keine Filmreihe hat es bisher geschafft, so lange erfolgreich zu bleiben. Mit vielen Höhen und Tiefen seiner Geschichte wird sich auch der König der Monster aber weiterhin ganz oben auf der Empore des Kinos aufhalten. Dafür werden wir Fans schon sorgen. Bis dann. Es war Frankenstein.